Die Stabsstelle Chancengerechtigkeit und Diversität lädt alle ein, mitzumachen. Beim Werkstattgespräch diskutiert Naomi Salbert über die Themen, die die Teilnehmenden wirklich bewegen. Heute auf der Tagesordnung Bildungsgerechtigkeit. Klar, wer hier mitarbeitet, will Dinge besser machen. Ich glaube, wenn man so einen Job macht, dann muss man irgendwie einen persönlichen Antrieb haben oder irgendwie dahinter stehen mit Motivation. Klar, ich selbst habe auch Rassismus erfahren, also Erfahrungen gemacht oder auch mitbekommen, wie zum Beispiel mit meiner Mutter umgegangen wurde. Und das hat mich, glaube ich, auch einfach geprägt. Mit 5 solcher Werkstattgesprächen möchte die Stabsstelle herausfinden, wo Verbesserungspotenziale an der Uni stecken. Es geht um Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit, Familiengerechtigkeit, Diskriminierungsschutz und eben Bildungsgerechtigkeit. Für mich war es gar nicht so einfach, an der Uni Fuß zu fassen, da meine Eltern beide auch nicht studiert haben und nicht alle die gleichen Startbedingungen haben. Sehe ich da schon auch Bedarfe, halt einfach was zu tun, um halt Chancengerechtigkeit auch zu leben. Mitmachen können alle der sogenannten Statusgruppen, also Studierende, Mitarbeitende sowie Forschende und Lehrende gleichermaßen. Auch die Prorektorin für Chancengerechtigkeit und Diversität, Professorin Irmgard Förster, diskutiert mit, um Wünsche direkt aus erster Hand zu erfahren. Es ist einfach wichtig, das von allen Seiten zu sehen und eben auch nicht nur also vom Rektorat aus und von der Professorenschaft von Sachen zu bestimmen, sondern eben auch zu hören, wie die anderen Statusgruppen das sehen. Ich finde es sehr stimulierend und es ist ein wirklich intensiver Austausch und man hört immer wieder auch Sachen, wo man selbst gar nicht dran gedacht hat und das dann mit einzubeziehen. Also ich finde es einen sehr spannenden Prozess und denke, es wird uns sehr viel weiterhelfen, also dann auch tatsächlich halt neue Konzepte zu entwickeln. Gesellschaftliche Entwicklungen erfordern einen bewussteren Umgang von uns allen. Gerade an Universitäten wichtig sind sie nicht nur Stätten der Bildung, sondern auch der Persönlichkeitsentwicklung. Das große Ziel ist natürlich, dass wir die Chancengerechtigkeit an der Universität verbessern wollen und allen Studierenden und den Beschäftigten ermöglichen wollen, ihre Potenziale voll zu entfalten und dass es also keine Ungerechtigkeiten gibt und dass wir alle wertschätzend behandeln. Die verschiedenen Statusgruppen können Unileben so aktiv mitgestalten und nehmen das Angebot der Werkstattgespräche sehr gerne an, um aus ihren Erfahrungen zu berichten. Die Universität Bonn bietet schon vieles an, aber es ist ja auch mal schön, wenn man Ideen weiterentwickeln kann, sich austauschen kann. Und für diese Zielgruppe, speziell der internationalen Promovierenden, würde ich gerne auch hier ein bisschen Erfahrungsberichte mit einbringen. Deshalb denke ich, dass es halt wichtig ist, dass man mal so die wahren Probleme oder auch die wahren Lösungsansätze vielleicht mal diskutiert. Wir wollen den Austausch fördern. Wir wollen neue Ideen auch von außerhalb und ebenso zu gemeinsamen Zielvorstellungen kommen und die in Maßnahmen münden, die allen irgendwie zuträglich sind. Das Thema Diversität ist und bleibt natürlich sehr abstrakt. Klar ist aber auch, jeder von uns ist divers, eine mehrdimensionale Person mit anderen Bedürfnissen als andere. Egal ob zum Beispiel aus Gründen des Familienstandes, der Herkunft oder auch Behinderung. Ein 5-Punkte-Plan soll dem systematisch gerecht werden. Wir haben uns in der Stabsstelle und mit dem Prorektorat auf 5 Schwerpunktthemen verständigt. Inklusion, Bildungsgerechtigkeit, Diskriminierungsschutz, Familiengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit. Und wir versuchen, das intersektional zu sehen, also nicht getrennt voneinander. Es gibt da so viele Querverbindungen. Vernetzung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, auch um Bedarfe zu erfahren, über Probleme mehr spezielle Punkte herauszufinden, aber auch, was schon Gutes gemacht wird und was es schon für Angebote gibt. Wichtiges Instrument sind solche Arbeitskreise, in denen die Ansprechpersonen aus allen Bereichen der Universität zusammenkommen, um gemeinsam an einer gerechteren Uni zu arbeiten und sich gegenseitig auf einen Stand zu bringen. Ich lerne jeden Tag Neues dazu oder merke, dass mein Wissen veraltet ist oder nicht ausreicht. Und das macht es auch spannend und schwierig zugleich. Und nur durch diesen Austausch und Dialog können wir mit und voneinander lernen. Und das ist so wertvoll und ich möchte jeden einladen, sich daran zu beteiligen. Deswegen werden auch Diversitätstage, Diversity Days angeboten. Das ist keine Fete, das ist ein Tag, an dem man sich begegnen kann, in den Austausch kommen kann, neue Impulse kriegt, aber vielleicht auch seine eigene Perspektive mit einbringen kann. Und ich hoffe, dass das von möglichst vielen angenommen wird.
Der Stabsstelle ist bewusst, dass es beim Erfahrungsaustausch um sehr persönliche Dinge geht, aber ohne den Input von Betroffenen ändert sich nichts. Deshalb versucht die Stabsstelle, die persönlichen Bedürfnisse zu achten und richtet bei ihren Veranstaltungen beispielsweise Safe Spaces ein. Wenn man da merkt, okay, vielleicht ist jetzt eine Situation irgendwie überwältigend, dann ist es wichtig, einen Rückzugsraum zu haben oder halt eine Person, mit der man sprechen kann, damit sich hier alle auch wohlfühlen. Um gemeinsam dafür zu sorgen, an einer gerechteren Universität und letztlich auch Gesellschaft zu arbeiten. Das Thema Diskriminierung, Schutz, Diversity, Vielfalt, dass das halt auch ankommt, vielleicht auch besonders bei den Studierenden, weil das ist ja die nächste Generation, die dann auch in die große, weite Welt hinausgeht und das dann mitunter in den eigenen Unternehmen oder Organisationen dann auch leben und das dann halt mitnehmen. Deswegen ist das, glaube ich, Universität auch ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, da zu starten und als gutes Beispiel voranzugehen, damit dann die nächste Generation das dann halt mit auch weiterträgt. Chancengerechtigkeit und Diversität geht uns alle an. Vielfalt stärkt uns. Denn nur in einer möglichst diskriminierungsfreien Kultur können alle ihre ganz individuellen Potenziale entfalten.